Das Tor von Toni da Silva gegen Hoffenheim. Unvergessen. Das ist das einzige Tor, was ich für die Mannschaft geschossen habe. Und das ist das, was ich meine Kinder zeige, ne, als ich beim BVB gespielt habe. Es ist erst der 9. Spieltag der Saison 2010/2011. Aber dieser Ausgleich in letzter Sekunde ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum späteren Titelgewinn. Es ist auch der Moment, in dem Antonio da Silva zu einer BVB-Legende wird. Ein unfassbares Torgeschoss. Antonio da Silva! Entsprechend wird der Brasilianer auch von den Fans gefeiert, wann immer er sich mal wieder in Dortmund blicken lässt. Als Toni 12 Jahre alt ist, wandert seine Mutter mit ihren Kindern von Brasilien nach Deutschland aus. Und es war natürlich was ganz anderes wie in Brasilien. Es war vielleicht mal so ein Kulturschock zuerst mal. Muss man direkt hier natürlich zur Schule gehen. Es war ein harter Weg für uns, ja, als Kinder. Die da Silvas landen erstmal in Trier. Lange bevor sich Toni mit Gleichaltrigen unterhalten kann, findet er auf anderem Weg Freunde. Zum ersten Mal habe ich die Jungs mal so kicken sehen, ne, auf dem Bolzplatz. Und die haben mich nicht so richtig mitspielen lassen. Ne? Und als ich dann die Gelegenheit hatte, mitzuspielen, ne, dann habe ich direkt mal gezeigt, ne, Fußball zu spielen, es geht. Und die wollten dann direkt, dass ich mit zu denen in der Mannschaft gehe. In Mainz gelingt ihm der Durchbruch als Profi. Sein damaliger Trainer Jürgen Klopp. Nach weiteren Stationen in Stuttgart, Karlsruhe und Basel ist da Silva vor der Saison 2010/2011 ohne Verein und hält sich in Dortmund fit, wo er seinen ehemaligen Trainer wieder trifft. Klopp hat gesagt, ja, du bist wie ein alter Wein, ja, je älter, desto besser. Und so kam es dann halt, dass ich dann letztendlich hier bleiben durfte. Genau an den Zeitpunkt, wo ich unterschrieben habe, habe ich mit dem Roman, ne, ein ganz guter Freund von mir, schon aus Eisbachtaler Zeit. Und ich habe zu ihm gesagt, vor der Saison noch, der Roman, bis heute reden wir noch davon, dass ich zu ihm gesagt habe, wir werden Meister, du wirst sehen. Und das war ja, die Mannschaft hat einfach gepasst, also wirklich, jeder hatte füreinander gekämpft und wir waren heiß, ja, und so kam er auch zustande, weil wir waren keine Stars, aber wirklich Jungs, die kicken könnten. Und so war es auch, dass zum Beispiel wie ich immer bereit war, ne, auch in die Bank zu gehen und wenn ich gebraucht werde, mal 100% zu geben. So wie am 9. Spieltag. Hoffenheim ist zu Gast beim Tabellenführer Borussia Dortmund und geht früh mit 1:0 in Führung. Wenig später die Chance zum Ausgleich vom Punkt. Nuri Sahin verwandelt, aber Schiedsrichter Stark lässt den Strafstoß wiederholen. Ja, wo der geschossen hat, war der Ball jetzt noch nicht im Strafraum, deswegen weiß ich nicht, was der Schiri da gesehen hat. Im zweiten Anlauf scheitert Sahin am Keeper. Auch nach der Pause will der Ball einfach nicht über die Linie. Nach 74 Minuten kommt Toni da Silva für Jakub Blaszczykowski in die Partie. Und die Fans treiben weiter und unaufhörlich an. Es gibt ja diese Tunnelblick, dass wir wirklich konzentriert sind. Aber ich glaube, an diesem Spieltag, das hat viele Spieler mitbekommen, ja, weil das war so laut. Ich glaube, das war noch nie so laut gewesen im Stadion wie diesmal. Und wirklich, also Gänsehaut. Ja. Bis heute kriege ich Gänsehaut, wenn ich von diesen Spielen zurückschaue. Es laufen bereits die letzten Sekunden der Nachspielzeit. Da Silva wird gefoult. Zumindest sieht es Schiedsrichter Stark so. Ein schmeichelhafter Pfiff. Ich denke, dass ein bisschen Freistoß schon gewesen ist. Eine letzte Möglichkeit. Zum Showdown bereit Toni da Silva und Nuri Sahin. An dem Tag war es auch so, das, was ich probiert habe, hat nicht so sehr geklappt. Und Toni, wir haben ihn ja auch im Training immer gesehen, wie gut er am Ball war. Standardsituation, überragender linker Fuß. Und ich glaube, der hat gesagt, lass mich schießen. Also ich habe wirklich das Gefühl gesagt, ich mache ihn rein. Ich schieße, ich mache ihn rein. Wird's noch ein Happy End? Und Toni macht ihn rein. Tor! Toni da Silva 1:1 in letzter Sekunde.
Ein wahnsinniges Finale in Dortmund. Hier ist der Schlusspunkt. Ich glaube, das war auch so ein Spirit, den wir in diesem Jahr hatten, in dem Meisterjahr einfach hatten über die Jahre hinweg hatten. Da hat jeder jedem alles gegönnt und für mich war es, als ob ich das Tor geschossen habe, ehrlich gesagt. Und ich habe mich extrem gefreut für Toni. Ja, das sind Momente, die prägt für ihr Leben lang. Ne? Emotional auch. Ne? Und da ist alle durchgedreht. Und ich wusste gar nicht mehr, wo ich hinlaufen sollte. Bin einfach zur Seite gelaufen. Die Emotionen erreichen einen letzten Höhepunkt, als die Süd den Helden des Abends noch einmal zum gemeinsamen Abfeiern auffordert. Ja, ich bin halt nicht so der Medientyp und so, aber wie die Fans mich dann zurückgerufen haben, muss einfach sein, ja. Das muss ich einfach mitnehmen. Er hat ja nicht immer gespielt, aber der war immer positiv, immer ein Lachen. Also Brasilianer sind ja eigentlich immer positiv. Und der hat seine Rolle so angenommen, wie man die annehmen muss, um einen Effekt zu haben. Und dann ist Fußballgott auch da und gibt dir diese Momente. Und das war ein sehr, sehr schöner Moment, sowohl für ihn als auch für uns. Dieser späte Ausgleich ist ein gefühlter Sieg. Für die Moral und das Selbstvertrauen der jungen Himmelsstürmer pures Gold wert. Und so wird die Sternstunde von Antonio da Silva zu einem der vielen Highlights auf dem Weg zur 7. deutschen Meisterschaft von Borussia Dortmund.